5 Uhr, Bonn. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Sozialhilfekürzung geäußert, die Gesundheitsminister Seehofer vorgeschlagen hat. Die geplanten Leistungskürzungen um 25% für arbeitsunwillige Sozialhilfeempfänger seien nicht zu vertreten, sagte der Städtebund-Präsident Thalmayr in einem Zeitungsinterview. Mit dieser Rasenmähermethode würden Menschen weit unter das Existenzminimum gedrückt. Thalmayr kritisierte außerdem, dass den Kommunen nach dem Entwurf für die Sozialhilfereform weitere finanzielle Lasten aufgebürdet werden sollen. Dallas. Die USA haben nach den Worten von Präsident Clinton keine Veranlassung, sich bei Japan für den Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki vor 50 Jahren zu entschuldigen. Präsident Truman habe seinerzeit eine richtige Entscheidung getroffen, als er den Atomwaffeneinsatz anordnete, erklärte Clinton bei einer Konferenz von Zeitungsverlegern. Truman hatte den Abwurf befohlen, weil damit das Ende des Krieges beschleunigt werde. Bei beiden Einsätzen wurden weit über 100.000 Menschen getötet. Unter Historikern wird darüber gestritten, ob die Atombomben tatsächlich notwendig waren, da Japan ohnehin kurz vor der Kapitulation gestanden habe. New York. Der amerikanische Dollar ist im Verhältnis zum japanischen Yen auf einen neuen Tiefstand gefallen. Damit setzte sich an der amerikanischen Devisenbörse der Trend von Tokio fort. Dagegen stabilisierte sich der Dollar etwas gegenüber der D-Mark. Die US-Währung wurde in New York mit einer Mark 37,60 notiert. Jackson. Im US-Bundesstaat Georgia ist ein 31-jähriger Brite, der vor 12 Jahren wegen Mordes zum Tode verurteilt worden war, auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden. Ein Richter am obersten Gerichtshof hatte kurz zuvor einen letzten Antrag abgelehnt, die Exekution aufzuschieben. Vor allem in Großbritannien hatte die geplante Hinrichtung viele Proteste ausgelöst. Für eine Begnadigung des Todeskandidaten setzte sich unter anderem der Erzbischof von Canterbury ein. In Großbritannien ist die Todesstrafe im Jahre 1965 abgeschafft worden. New York. Die UNO-Menschenrechtskommission hat die Vereinigten Staaten aufgefordert, die Todesstrafe nur noch in schwersten Fällen auszusprechen und sie langfristig abzuschaffen. Insbesondere kritisiert die Kommission, dass die Todesstrafe auch gegen minderjährige und geistig behinderte Straftäter verhängt wird. Santiago. Chile und Kuba nehmen nach 22 Jahren wieder volle diplomatische Beziehungen auf. Chile hatte nach dem Militärputsch von General Pinochet gegen den sozialistischen Präsidenten Allende seine Kontakte zu Kuba abgebrochen. Der Karibikstaat nahm während der 17 Jahre langen Militärdiktatur Pinochet mehrere tausend Chilenen auf. Seit 1991 gibt es zwischen beiden Ländern wieder offizielle Beziehungen. Der chilenische Präsident Frei traf mehrfach mit dem kubanischen Staatschef Castro zusammen. Einige Sportmeldungen. In der Fußball-Bundesliga spielte gestern Abend Bochum gegen Hamburg 0:0. Uerdingen schlug Stuttgart 4:1. In der zweiten Fußball-Bundesliga kam Hertha BSC nach 8 Spielen wieder zu einem Sieg. Die Berliner setzten sich gegen Watscheid mit 3:1 durch. Beim Play-off-Halbfinale der Basketballer gewann Alba Berlin gegen Bamberg 80:79 und braucht jetzt noch einen Sieg zum Einzug in das Finale. Im Kampf um die deutsche Eishockeymeisterschaft bleibt es spannend. Im 4. Finalspiel bezwang Köln Landshut mit 8:2, sodass es jetzt 2:2 steht. Die Entscheidung über den Titel fällt morgen. Sie hörten Nachrichten vom SFB, Redaktion Wolfgang Paul. Radio B2. Das Morgenecho.